Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Werkbären. Dieses Mal geht es um ein traditionelles Handwerk aus Japan, Kumiko. Kumiko ist eine in Japan entstandene Methode, mit der Holzstücke ohne die Verwendung von Nägeln miteinander verbunden werden. Mit den Holzstücken können verschiedene Muster hergestellt werden. Traditionell wird diese Technik für Türen, Fenster oder Raumteiler verwendet. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt an möglichen Mustern. Im Grunde werden Holzleisten ineinander gesteckt. Bei komplexen Mustern wie zum Beispiel dem Kakuasa ist besonders auf die Winkel der einzelnen Holzleisten zu achten. Diese müssen sehr genau gefertigt werden, damit die Kanten der einzelnen Holzleisten gut aneinander liegen. Durch den entstehenden seitlichen Druck der einzelnen Hölzer sind kein Leim oder keine Nägel notwendig. Ich empfehle euch mit einem einfachen Muster, wie zum Beispiel dem Masu-Kushi, zu beginnen. Ich habe mich für eine kleine Abwandlung entschieden. Hier seht ihr den Plan für das Kumiko. Das Besondere sind die Ecken. Diese werden mit kleinen Holzleisten gemacht. Die Leisten in der Mitte habe ich im Laufe des Projekts weggelassen, da ich vorhabe, etwas anderes darin zu befestigen, aber mehr dazu später. Machen wir uns ans Werk. Als erstes übertrage ich die Maße für den Rahmen auf die Holzleisten. Diese sind gewöhnliche Kiefernleisten aus dem Baumarkt. Den Zuschnitt habe ich mit der Kappsäge gemacht. Natürlich geht das auch mit einer herkömmlichen Handsäge. Im Übrigen benötigt ihr für das gesamte Projekt keine großen Maschinen. Einfache Sägen und ein paar Feilen reichen vollkommen aus. Nach dem Zuschnitt werden die Ausnehmungen auf den Leisten angezeichnet. Mit diesen werden die einzelnen Holzleisten verbunden. Wichtig beim Zuschneiden: Schneidet nicht zu genau auf das richtige Maß. Da jedes Teil händisch geschnitten wird, erhaltet ihr unterschiedliche Ergebnisse. Jede Holzverbindung ist einzigartig. Daher solltet ihr auch die einzelnen Teile genau markieren, damit ihr immer wisst, welche Teile wohin gehören. Nach dem Zuschnitt beginnt der Feinschliff. Dieser ist für jede Holzverbindung separat zu machen. Im Grunde geht es darum, dass die Seiten- und Auflageflächen beider Holzleisten gerade sind, damit diese gut ineinander gesteckt werden können. Dieser Vorgang ist der kniffligste Teil. Jede einzelne Ausnehmung wird genau geschliffen und gefeilt, sodass die jeweiligen Teile gut zusammenpassen. Dieser Vorgang wiederholt sich beliebig oft und stellt einen Großteil der Arbeit dar. Hier seht ihr einen Ausschnitt, wie das Ganze aussieht. Nachdem der Rahmen fertiggestellt wurde, kommen nun die kleinen Hölzer an die Reihe. Auch hier werden die Ausnehmungen ausgesägt. Achtet bei diesen Holzverbindungen darauf,
dass ihr immer einen rechten Winkel erhält. Ansonsten könnt ihr die einzelnen Holzleisten nur schwer bis gar nicht miteinander verbinden. Nach dem Zuschnitt erfolgt wieder der Feinschliff der Holzverbindungen. Hier seht ihr den Zwischenstand, nachdem alle Hölzer gesägt und deren Ausnehmungen fein geschliffen wurden. Der Zusammenbau aller Teile war nicht einfach, da manche Verbindungen etwas schief waren. In einem Fall ist mir sogar eine Seite des Rahmens gebrochen, da die Kraft der kleinen Holzelemente zu groß war. Nachdem ich eine neue Leiste für den Rahmen angefertigt habe, konnte ich die Teile nach und nach zusammensetzen. Kommen wir zum Ergebnis. Hier seht ihr das fertige Kumiko. Die Verarbeitung jeder einzelnen Holzleiste trägt zum Gesamtergebnis bei. Das betrifft insbesondere die rechten Winkel. Nun fragt ihr euch sicher, was ist mit der Mitte? Statt den ursprünglich geplanten Leisten würde ich gerne mein allererstes Kumiko darin platzieren. Leider habe ich damals kein Video gemacht, aber es sieht doch gut aus. Was meint ihr dazu? Soll ich die beiden miteinander verbinden oder etwas anderes in die Mitte geben? Kurz zusammengefasst, Kumikos können mit wenig Werkzeug und Platz relativ einfach erstellt werden. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. So könnt ihr kleine dekorative Stücke, aber auch zum Beispiel einen Raumteiler basteln. Mit den vielen verschiedenen Mustern habt ihr eine große Auswahl für eure Projekte. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Schreibt mir eure Erfahrungen mit Kumikos. Besucht mich auch auf Instagram oder meiner Webseite. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!